Hallo zusammen, heute gehen wir zum Rauschbrunnen Alpengasthof und zwar von Kranebitten. Manchmal sind es nicht die spektakulärsten Gipfel oder die längsten Strecken, die im Gedächtnis bleiben. Die Tour von Kranebitten gehört genau zu diesen Touren. Eine kleine, feine Wanderung vor den Toren Innsbrucks. Los geht es im Innsbrucker Westen. Unsere Wanderung beginnt vom Bahnhof Kranebitten. Von hier aus steigen wir hinauf in die wundersame Welt der Berge. Schon nach einigen wenigen Metern, gleich hinter den ersten paar Häusern, geht es direkt in den Wald, in die schöne Natur. Hier blüht mittlerweile alles. Das solltest du dir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Perfekt im Frühling, aber natürlich auch im Sommer. Gerade im Frühjahr mit frischem Grün oder im Herbst ist das hier ein Genuss mit den rauschenden Blättern und den wunderbaren Aussichten. Der Aufstieg zum Alpengasthof dauert etwa 1,5–2 Stunden, je nachdem wie schnell man ist. Und das ist so eine kleine schöne Wanderung, die geht ungefähr 3 Kilometer hoch und dann auch wieder 2,5–3 Kilometer runter, je nachdem wo man hin will. Man kann das auch verbinden mit einer Wanderung über das Höttinger Bild. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man zum Alpengasthof Rauschbrunnen kommen kann. Du wirst bei dieser Wanderung auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Auf dem Weg sehen wir natürlich nicht nur Leberblümchen, Schneeheide und Seggen, sondern natürlich auch wunderschöne Steinstrukturen. Auf dem Weg selbst kann man sehr viel in der Natur entdecken. Ich freue mich schon, hier einmal im Sommer hinaufzukommen. Besonders im Frühjahr, zum Beispiel im März, die Leberblümchen. Der ganze Hang ist voll mit Leberblümchen und wir kommen vorbei an schönen steinernen Strukturen. Wer genau hinschaut, kann zwischen den Steinen an den Felswänden verschiedene Tiere und Vögel entdecken. Bereits früher war der Gasthof eine wichtige Anlaufstelle für Waldarbeiter, Hirten und Jäger. In den 1920er und 30er Jahren wurde die Hütte zum Treffpunkt für Studenten und Segelflieger. Die Segelflieger starteten unweit vom Höttinger Bild. Alle, die hier hochkamen, suchten Ruhe, vielleicht ein kühles Bier und Gesellschaft und natürlich den wunderschönen Ausblick. Dies hat sich heutzutage auch nicht geändert. Heutzutage findet man von Mountainbikern, Trailrunnern und einfach nur Wanderer und Familien hier oben alles. Der Ausblick ist traumhaft und super gut zu erreichen. Der Name Rauschbrunnen klingt wie aus einem Märchen und tatsächlich gibt es in der Umgebung eine Quelle. Diese Quelle mit glasklarem Wasser gab dem Gasthof seinen Namen. Der Alpengasthof liegt etwa auf 1000 Meter Höhe und man hat perfekten Blick auf die Innenstadt, das Flugfeld, auf die gegenüberliegende Mittelgebirgsstraße und die Bergkämme der Tuxer Alpen. Hier oben ist man zwar nicht so weit von der Stadt, aber es fühlt sich sehr weit an. Leicht zu erreichen, auch einfach mal im Alltag. Der Gasthof selbst würde ich zur typischen Tiroler Gasthauskultur zählen. Wunderschön und perfekt zum Einkehren. Bodenständig und herzlich. Es gibt klassische Tiroler Hausmannskost, Suppen und Kaiserschmarrn, Käse, Speck und Bauernbrot. Der Gasthof hat in der Regel von März bis Oktober geöffnet, immer von Mittwochs bis Montags. Dienstags ist Ruhetag. Im Winter hat er nur an den Wochenenden geöffnet. Allerdings solltest du die Öffnungszeiten sicherheitshalber nochmal online checken. Die Tour ist für jedermann geeignet, für Familien mit Kindern, unerfahrene Wanderer, die nicht so viel Kondition haben und trotzdem eine schöne Aussicht wollen. Fazit zum Alpengasthof Rauschbrunnen: Ich würde ihn auf jeden Fall nochmal besuchen. Das Gute am Alpengasthof ist, man braucht keine große Planung. Man schnürt einfach seine Schuhe, packt einen kleinen Rucksack und läuft los. Falls dir dieses Video gefallen hat und du mehr aus der Umgebung Innsbruck sehen willst, abonniere den Kanal. Ich freue mich über einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.